Lieben und willkommen zurück in meinem Garten. Ich habe heute wieder ein bisschen was zu tun im Garten und nehme euch dabei mit. Allen voran müssen wir die Erdbeeren pflanzen, die ich hier frisch gekauft habe. Dann möchte ich bei der Tomaten-Challenge von Rigotti mitmachen und dann möchte ich noch ein paar Fleischtomaten aussehen und ich möchte auch die Blumensamen vorziehen. Die packe ich dann ins Gewächshaus. Bei dem guten Wetter aktuell werde ich einige meiner Pflanzen im Gewächshaus vorziehen. Es ist richtig schön warm, die Sonne scheint und damit kann es losgehen. Ich habe hier so 2 Trays mit Erdbeeren bekommen und zwar habe ich Corona geholt. Was ich an den Erdbeeren sehr mag, ist, dass die Früchte an so langen Stängeln wachsen und nicht so sehr bodennah, sondern so ein bisschen nach oben schießen. Und die kommen jetzt hier in mein Hochbeet 1 zu den Knoblauchsetzlingen. Da ist viel Platz, weil einige meiner Erdbeeren den Winter nicht geschafft haben. Die sind noch vom letzten Jahr. Und jetzt werde ich hier ein bisschen ergänzen. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, die Erde aufgelockert, Unkraut rausgeholt. Da ist noch ein bisschen was. Da zeige ich euch gleich mal einen Trick. Immer wenn ich im Beet was finde, was nicht zum Beet gehört, irgendwas aus Plastik, das kann ja leider immer mal vorkommen. Ich habe in meinen Hochbeeten immer so kleine Keramiktöpfe in der Ecke und hier schmeiße ich mir dann immer den Plastikmüll rein, weil ich es hasse, wegen jedem kleinen Fitzelchen erst wieder zum Mülleimer gehen zu müssen. Na dann pflanzen wir mal die Corona-Erdbeeren ein. Die Erdbeeren sind im Hochbeet und vom Wochenende habe ich hier noch 2 solche Körbchen mit, wer kann es erraten? Kann es ein bisschen schlecht sehen, finde ich. Sägespäne. Die verteile ich jetzt noch mit aufs Beet. Erstens wäre es mir zu schade, das wegzutun. Es hat einen kleinen dekorativen Charakter und sieht irgendwie am Ende sehr hübsch aus. Die Sägespäne sind angefallen, als wir einen alten Holzkomposthaufen zersägt haben, um eventuell ein bisschen Feuer im Garten machen zu können aus diesem Holz, wenn es abgelagert ist, genug und trocken ist. Und da ist halt Sägespäne übrig. Und sieht doch nett aus. Gerade jetzt, wo die Sonne so schön drauf steht, sieht ein bisschen aus, als hätte ich Sand aufgebracht. Aber nein, das sind einfach nur Sägespäne. Und in der hinteren Ecke sind übrigens überwinterte rote Beete. Bin sehr gespannt, ob das jetzt irgendwie noch eine Knolle bildet oder es einfach grün bleibt. Habt ihr Erfahrung damit? Ich habe euch das schon mal gezeigt. Aber noch entsteht nichts außer ein schönes, saftiges Grün, welches man natürlich auch hervorragend essen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich liebe es natürlich, wenn der Frühling anfängt, dann in Gartencentern zu stöbern, was es noch für schöne Pflanzen gibt. Leider ist mein Garten schon ganz schön voll, deshalb ich kann gar nicht mehr so viel kaufen. Aber zum Stöbern reicht es. Man sieht, wie schön die Magnolien gerade blühen. Ach, das ist einfach eine Augenweide und die Insekten, wie sie hier rumfliegen. Was ich für den Garten mitgenommen habe, sind nochmal 2 Töpfe mit Kräutern.
weil mein kleines Kräuterhochbeet könnte noch ein bisschen was Neues vertragen. Einmal ein Thymianpflänzchen habe ich mitgenommen und dann noch den Majoran. Hier ist mein Steinhaufen, wo ich meine Kräuter setze. Hier sind schon ein paar Kräuter. Das ist ganz beliebt bei den Kindern hier. Das ist Cola-Kraut. Das ist frostfest. Das schneide ich im Herbst immer runter und das treibt dann wieder neu aus. Und man kann daraus einfach einen Tee brühen, der ein bisschen nach Cola schmeckt. Hier wächst gerade Bärlauch. Der geht bald in die Blüte. Thymian, Olivenkraut, dem ist der Winter nicht ganz so gut bekommen, den werde ich wohl ein bisschen auslichten. Und hier oben ist jetzt noch Platz, da setze ich jetzt meine 2 Kräutertöpfe ein. Da wächst wild ein Vergissmeinnicht, das werde ich woanders hinsetzen. Ich mag das, es sieht sich im Garten immer wild aus, aber soll es hier nicht unbedingt sitzen. Ja, dann packe ich mal die 2 Töpfchen hier in meine Kräuterspirale. Ich habe jetzt mal meine Samen rausgesucht, die ich jetzt noch hier im Garten anpflanzen möchte. Das unterscheide ich einmal in die Dinge, die noch ans Gewächshaus dürfen, wie zum Beispiel hier die Papierblume, dann 2 verschiedene Malvenarten. Ich habe so eine coole Malvenart gefunden, die schwarz blühen soll. Bin sehr gespannt. Dann eine echte Kamille, Gras-Sandnelke, Leinkraut, Petunien. Kapuzinerkresse muss man eigentlich nicht vorziehen, mache ich trotzdem. Meine letzte Charge ist überhaupt nicht aufgegangen. Glockenblumen und ich liebe Mohn und ich liebe auch Kornblume und das hier ist so wie so eine Mischung. Ja, das ist so ein Moon Rose Feathers. Also ich hoffe, das wird richtig schön ausschauen. Diese werde ich gleich im Freiland aussehen. Die Kornblumen und auch der Stachelmohn in Weiß. Ja, und ich habe es ja schon angedeutet, ich möchte bei der Tomaten-Challenge von dem lieben Rigotti teilnehmen und hatte zwar meine Tomaten schon ausgesät, aber dazu habe ich keine Riesentomaten oder Fleischtomaten angepflanzt. Deswegen hole ich das jetzt nach und pflanze jetzt noch die Viva Grande und eine Fleischtomate, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, wie groß sie wird. Die heißt Charlie Chaplin. Hier in die 2 Töpfe und setze die auch mit ins Gewächshaus. Da ist jetzt auch gerade schön angenehm heiß. Wie zu Hause auch packe ich in diese großen Töpfchen die Erde nicht bis ganz oben hin. Die fülle ich später auf, sobald die Keimblätter schon ihre richtigen Blätter haben. Packe jetzt 4 Samenkörnchen packe ich jetzt in ein Töpfchen. Und die Erde fülle ich auf, sobald die Pflanze groß genug ist, so bis hierher steht, dann fülle ich die Erde auf. Und dann können sich am Stängel noch weitere Wurzeln bilden, ohne dass ich sie pikieren muss vorher. So, jetzt kommt noch hier die Viva Grande. So, im Gewächshaus stehen jetzt meine Pflanzen und ich gieße jetzt noch mal kräftig an. Keine Sorge, ich lasse die nicht im Wasserbad stehen, sondern ich entferne gleich das Wasser, was die Erde nicht aufgesogen hat. Ja, im Gewächshaus, da ist noch ein bisschen leer. Hier stehen noch mal Zwiebeln, wo ich mir das Lauch noch nehmen kann. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen was vor die nächsten Tage. So ein paar Reste von einem wilden Spinat, wo nur ein bisschen was aufgegangen ist und ein klein wenig Beikraut. Ja. Und wo wir gerade bei Anpflanzungen sind, zeige ich euch mal noch eine kleine Stelle, wo ich noch was anpflanzen möchte. Und zwar mitten in meinen Hochbeeten habe ich hier noch so ein paar kleine Hochbeete hingesetzt. Und hier hatte ich letztes Jahr die mexikanischen Minigurken und die kamen dann schön hier in den sonnigen Bereich. Denn der Bereich des Fußes ist ja im Schatten, aber da packe ich jetzt, gut für die Kinder zu erreichen, ein paar Nascherbsen, wo ich noch ein paar Reste hatte. Die Zuckererbse
Ambrosia und die Zuckererbse. Weg ist er. Die habe ich schon in Wasser gegeben, damit sie ein bisschen quellen können, so ein paar Stündchen. Und die kommen jetzt auch mir hier ins Beet. So, und wenn die jetzt alle schön in ihrer Pflanzrinne sind, packe ich die Erde wieder drauf. Ja, das Beet ist fertig. Wieder was geschafft. Das war's schon wieder mit meinem Video. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir bitte ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und vergesst nicht, zuletzt, ich war auf dem Berliner Staudenmarkt und habe ein ganz tolles Video darüber gemacht. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben nochmal. Wir sehen uns.